Ich bin ganz stolz, Ihnen die Neuverfilmung von der Hochzeit vom Schämu-Schämer zu präsentieren. Mit den Hauptdarstellern natürlich einem charmanten Weiberheld Schämu-Schämer, eine billige Möchtegern-Kopie von Robbie Williams. Dann haben wir die noch Jungfrau Moneypenny mit ihrem Traummann, der Papi. Mutter von der Moneypenny, eine alternde Nymphomanin, die früher im Puff gearbeitet hat. Und das ab und zu noch gratis, wo sie übrigens den Weiberabschlepper und Ex-Freund von der Moneypenny, den Harry Hasler, kennengelernt hat. Dann haben wir Debbie Mötteli, die Ex-Freundin vom Schämu-Schämer, die immer noch für ihn da ist, wenn er es gerade dringend braucht. Der Ratschif ist für das Hochzeitsbuffet und die dreckigen Witze zuständig. Dann haben wir den Freddy, den beschränkten Zwillingsbruder vom Schämu-Schämer, der ihm den Stoff besorgt. Als musikalische Darbietung haben wir die mit dem Puff Daddy verwandten Fat Boys mit ihren geilen, sexy Brüllen. Oh. So, sind ihr heute alle da und wisst ihr warum? Ich fühle mich wie der James Dean im Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh je, meine Schwester Herzli weiss wirklich nicht, was sie macht. Ist das langweilig. Das Geschnurr von dem davor interessiert keine Sauke Grossmutter. Saletti, Rick, kommst wieder mal zu spät, aber das macht auch nichts. So, du da, führen. Und zwar weit. Alles muss man euch zeigen, aber auch wirklich alles. Das in der Hochzeitsnacht müsst ihr schon selber machen. Wow, so geil, wie auf einer Armani-Modeshow. Aber es ist ja nur die bescheuerte Hochzeit, die wieder mal über die Bühne muss. Komme ich jetzt im Fernsehen? Oh yeah. Ich hätte mein Haar doch noch waschen. Hey, du Dreckschlampe. Was? Du Drecksack? Das ist mein Papi. Eigentlich hätte ich ihn heiraten. Das Dumme ist nur, dass er mit meiner Mami zusammen ist. Mein Papi und ich, wir sind unzertrennlich. Er war schon immer mein Idol. Sieht er nicht schnusig aus mit seiner Glatze und seiner Brille, gell? So, jetzt übergebe ich dir mein Töchterli. Nimm sie und behalte sie dann auch grad. Und zwar für immer. Ich verstehe nur Bahnhof von dem, was der da vorne schnurrt. Hätte ich doch in der Schule bloß besser aufgepasst. Aber der Lehrer hat schon immer gemeint, ich hätte das Pulver nicht erfunden. Aber ich bin gut im Geld verpulvern. Scheisse. Also meine Kreditkarte wird sie nie sehen. Weder tot noch lebendig. Ja, sowieso kenne ich. Und darum nehme ich nachher die Kreditkarte von ihrem Papi. Es findet sowieso noch eine geile Streipshow statt. Ist das langweilig? Jetzt kommt doch der Andreas Türk im Fernsehen. So, Bürstli, jetzt musst du dich dann benehmen. Sonst gibt's dir ein paar auf deine Würstlifinger. Verstanden? Die Hochzeit hat aber noch nie angefangen, oder? Nein. Dass sie denkt, nur fängt Proben. Ich fühle mich wie im Spital. Bei diesem Ort wird man nämlich auch immer so himmelschlecht. Was zupft man da die Alte eigentlich ständig um? Bist doch froh, dass sie nur dort zupft und nicht an einem anderen Ort. Wir kommen wieder im Fernsehen. Die Späti bist schon umgezogen. Die Schleimfaste hat wieder überhaupt nichts genützt. Ich habe ja immer noch den Ranzen von vorher. Gott verdammt noch einmal. Diesen verdammten Siechen von der Reklame kann man nicht glauben. Scheisse! Hoffentlich finde ich den Weg zu den Killen noch. Der Papi ist wieder nicht da. Immer wenn man ihn braucht, ist er nicht da. Ich bin's, der Robbie Williams für Army. Und jedes Weib ist scharf auf mich. Das neben mir ist meine Schwester Herzli. Sind wir nicht goldig süß? Und das sind all meine Freundinnen, die wir früher zusammen das Bravo gelesen haben, aber ohne Sexseiten, denn ich bin noch Jungfrau wie Britney Spears. Das in der Mitte ist meine Mami. Hey Guys, ich habe gehört, da startet eine geile Streitparty genau hinter dieser Tür. Nur hereinspaziert, es lohnt sich garantiert und da sieht man mehr als bei der Moneypenny.
Wow, da geht die Post voll ab! In diesem heissen Schuppen! Die scharfe Tante ist nicht so eine Schlaftablette wie Penny. Komm schon, Baby, beweg deinen Arsch! Oh yeah, Baby, gib's mir, yeah! Was macht dich mit zukünftigen Ehemann? Er hat doch da sein, für mir helfen, den Schleier zu richten. Hey, das mit dem Stripclub von vorher, habt ihr den gehört? Von dem darf Penny unter keinen Umständen Wind bekommen. Und vor allem nicht ihren Vater. Sonst bin ich dann ein toter Ehemann. Und dann kann ich dann ihre Kohle noch nicht mehr erben. Und der 5-Minuten-Quickie mit der Tänzerin ist natürlich auch top secret. Hey Guys, ich will mich auf euch verlassen. Selbstverständlich, Buddy. Oh shit, jetzt bin ich geliefert. Jetzt kann ich nicht einmal den Schnaufer vom anderen Ufer beglücken. Ah, seine femininen Hände turnen mich an. Ich bin wieder mal der Grösste von allen. Und ich habe natürlich auch den Grössten. Ranzen. Ich bin ja etwa nicht schwanger, aber Diät ist immer noch ein Fremdwort für mich. Mann, das scheisst mich so an dieser ihre Drecktopen anzupfoten. Ah, die fühlt sich an wie eine Wildsau, die zu viel im Dreck rumgewühlt hat. Oh, jetzt tun wir da noch ein Rösli richten. Das ist schon noch das Einzige, was ich richten kann. Es wimmelt ja nur so von alten Schachteln und Knacker. Sind wir hier eigentlich in einem Altersheim, oder was? Gut ist, dass ich mein eigen Golf, sonst würde ich mir nämlich Kugeln geben. Ich habe so Angst. Ja, warum denn, Töchterli? Ich habe vorher noch gar nie geheiratet. Ja, aber das ist ja nichts Weltbewegendes. Ja, aber nach der Hochzeit werde ich Sex haben. Und ich habe schon den Grauen davon. Ja, Töchterli, das ist halt das Leben. Das ist halt einfach verschissen. So, jetzt nimmst du die Hand von deinem zukünftigen Ehemann und tust dich anständig benehmen. Ich will mich dann nicht schämen. So, ich muss noch meine Brille anlegen, sonst sehe ich überhaupt nichts. Zwar, wenn ich euch zwei so anschaue, hätte ich es auch gescheiter nicht angelegt. Also, ich hoffe, ihr wisst, warum dass ihr da seid und ihr habt euch das vorher reiflich überlegt. Denn vergesst nicht, jede zweite Ehe wird geschieden. Und es ist nie zu spät. Also überlegt es euch noch. Letzte Chance. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Da ist die Schwester Seline von Guckisberg. Nee. Also, sind wir jetzt endlich am Ende. Die Keibe-Zeremonie war nämlich sowieso viel zu lang gewesen. Jetzt knutscht sie dann gerade ab. Und zwar richtig bitte, so wie wir es geübt haben. Das holt mich aber auch nicht gerade aus den Socken. Der hat das ja mein Ex-Freund Harry Hasler noch besser können. Mein Papi hat schon recht gehabt, als er hat gesagt, ich soll in den Schlappschwanz nicht heiraten. Wichser! Hey Ladies, geht doch nicht schon fort, das ist meine letzte Gelegenheit. Also vergiss dir nicht, das Date am Samstag, gell? Komm denn ja, ich brauche es nämlich. Also, und wir haben den Mittwoch abgemacht, gell? Auf die 2. Also, bis dann, ich mag's schon kaum warten. Die nächste? Okay, am Montag, am 5 Uhr hätte ich noch einen Termin. Dame nicht auf den Schleier, du Idiot! Oh, sorry, Darling, ich tu's dir schnell richten. Ah, die dumme Kuh kann sich nicht einmal richtig anlegen, so mühsam. Hat sie doch gescheiter nicht genommen, aber jetzt ist es spät. Grüezi, grüezi, ich bin der zukünftige Ehemann. Das heisst, ich bin's leider schon. Das ist dem Onkel und meine Tante gewesen, gell? Ich will mal schauen, ob du besser kannst küssen als mein Ehemann. Also, viel besser. Mal schauen, was denen noch für Weiber hat. Das Paar passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ich wollte ihn haben. Nein, eigentlich ich. Ich bin doch der Hahn im Korb, ich bin der Hecht und ich kann jede haben, sogar auch die. Ach du? Recht freundlich für die Kamera. Ja, genau so. Ich weiss nicht, wo ich meine Handzelle habe. Naja, am liebsten wüsste ich schon wo, aber das geht jetzt nicht in der Kille. Pfeifenwichs!
Hey Eric, kommst du schon mit? Komm, wir machen doch einen Abflug zu den anderen Weibern, ist gerade nebendran. Ich fühle mich so allein unter all diesen fremden Männern. Und mein Papi ist schon wieder nicht da, um mir das Handli zu haben. Hey, vergiss den das Date am Freitag nicht. Ich brauche es dringend, du weisst ja. Ja, aber mein Ehemann darf dir nichts davor fahren. Er ist nämlich sehr eifersüchtig. Ah, vertrau mir, Babe. Ich kann doch alles immer so geschickt einfädeln. Ich wollte doch jetzt einen Witz erzählen, aber jetzt habe ich ihn gerade wieder vergessen. Übrigens muss ich den nächsten Freitag den Karren zur Reparatur bringen. Irgendetwas mit der Kupplung stimmt nicht. Und jetzt sind wir schon beim Hochzeitsbuffet angelangt, das vom Meisterradschiff zubereitet worden ist. Aber wo bleibt denn nur das Poulet? You will fuck! Wow! Geile Party! Mega cool! Wir singen und singen und singen, barfuß im Regen glühen. Ah, das Kaffeekränzli-Geschnurr geht mir so tödlich auf den Sack. Ich schaue mal, was denn noch anderes Fleisch hat. Ist das langweilig. Also, dann sage ich dir einmal Ciao unterdessen. Da sieht es nicht schlecht aus, aber die Tante hat kein Holz vor der Hütte. Also am Sonntag wäre ich noch verfügbar, wenn du Interesse hast, gell? He's an asshole. Ach, coole Party, gell? Ah. Hey, ich weiss im Fall einen echt coolen Witz, den muss ich dir gerade erzählen. Ah. Hey, hau doch nicht schon ab. Versager! Das Kleid ist im Fall von Verarschen, das ist irgend so eine Modedesignier. Was ist das? Es sieht so aus, als wär's eine Torte. Oh, du Fröhliche! Oh shit, der Typ ist ja schon voll zu. Sali Christina! Ahoi Paola! Habt ihr im Fall übrigens gewusst, dass der Schmuck von Gucci ist? Puta di mierda! Hä? Was hat er gesagt? Oh, wissen Sie, ich bin nämlich nicht gut im Französisch. Hoffentlich hat der andere Stinksack noch seine Hände gewaschen. Die Händeschüttlerei geht mir auf den Kek. Oh, jetzt tun wir noch schön Süppli versalzen. Das ist doch kein Salz, das ist der Schnee von gestern. Es ist noch Suppe da! Es ist noch Suppe da! Das weiß ich jetzt also gerade nicht. Wie sieht's aus mit Sex im Alter? Oh, hast du den perversen Schweinehund gehört? Ja, aber in einem gewissen Alter braucht man immer ein bisschen länger für gewisse Sachen. Es geht nur noch um Sex. Bei Ihnen auch. 24 Wege zum Orgasmus. Das sind ja Fat Boys mit ihren sexy, geilen Brüllen. Ah! Das sind nicht nur Männer drauf scharf. Aber sie hat eigentlich schon eine Schleimfass-Diät nötig, wie man sieht. Die alten Weiber vergreifen sich am Buffet anstatt an ihren Männern. Hey, wo ist denn der Tisch? Ups! Entweder kann ich schon mit hohen Absatz nicht laufen oder ich bin schon total zugesoffen. Der Brian hat gesagt, du seist ein Soulluder. Was? Das ist doch ein Witz! Oh Gott, meine Frisur sieht wieder grauhaft aus, als hätte ich die Steckdose reingelangt. Jetzt muss ich gerade eins trinken. Sogar ihr Ex-Freund Harry Hasler muss sich zuerst zusaufen, um ihren Anblick zu ertragen. Und jetzt spielen wir das Lieblingslied von der Moneypenny. An Angel von der Kelly Family. Oh, ich liebe das Lied! Aha, ich kann mir vorstellen. Moneypenny hat nämlich ganz einen besonderen Bezug zu diesem Lied. Schliesslich hat sie den grössten Teil von ihrer reizenden Jugend bei diesen Drecksäuen auf dem Boot verbracht. Oh, ich bin so froh, am Abend mit dir zusammen zu sein! Ja, ich auch, Sweetheart. Oh, ich liebe dich so wahnsinnig. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Du, ich muss dir etwas sagen! Ja, komm, erzähl, was ist es?
Ja, wirklich? Aber das ehrt mich natürlich. Ja, warum? Ja, weil ich vor dir nur Professionelle kennt habe. Und das ist jetzt ganz etwas Neues für mich. Ja, das stimmt schon. Oh, ich liebe dich ja so. Ich dich auch. Ich bin die Frau Schnürlein und ich suche eine Nebenbeschäftigung als Senioren-Table-Dancerin. Dein Parfum schmeckt so unwiderstehlich. Was ist es denn? Das habe ich von meinem Papi, das ist Eau de Closet. Und wie heisst's? Eau de Salvage. Das schmeckt so gut. Ja, finde ich auch. Mein Papi hat einen guten Geschmack. Ausser dass es noch meine Zellen nehmen, nämlich. Weisst? Du siehst so bezaubernd aus. Oh, merci. Wenn ich ein Vöglein wäre, flög ich zu dir. Das aber nicht so ist, vögle ich hier. Ich mag schon kaum warten für nachher. Ja. Ich habe schon Hunger. Ja. Ja, noch nicht vom Buffet gehabt. Weißt du, was ich dir noch sagen wollte? Nein. Das Dumme ist nämlich, dass ich gerade meine Tage bekommen Ah ja? habe. Scheisse. Aber das macht doch nichts. Und wie findest du eigentlich meine Frisur? Die sieht ganz toll aus. Als hättest du einen Eiswürfel im Föhn gehabt. Eiswürfel? Ah, du hast so viel Humor. Darum liebe ich dich auch so. Ja, du bist nicht meine Erste und du wirst auch nicht meine Letzte sein. Was? Nichts. Das Lied ist wirklich ganz reizend. Gell? Du hast einen sehr guten Geschmack. Darum hast du auch mitgenommen. Ja, ich bin halt einfach ein Glückspilz. Das stimmt also, der Spruch, die Dummen haben das Glück. Wie bitte? Nichts. Ich habe nur gerade ein bisschen laut gedacht. Die Musik ist einfach so genial. Ja. Was macht eigentlich die Schwulfreund Harry Hasler? Sag das nicht zu laut, der wird verrückt nämlich. Wirklich? Jetzt behauptest du nur, sagen anders schon. Jetzt musst du aber aufpassen, da schmiert der Eis an die Zegaloren. Jetzt ist er beleidigt. Für was wollen wir uns streiten, Darling? Am liebsten hätte ich, du würdest das Kleid abziehen. Was? Aber das geht doch nicht da. Ja, warum nicht? Ja, weil man dann doch alles wird sehen. Okay, hast recht. Lampengeschwür wollen wir ja keins sehen. Was? Lampengeschwür? Die junge Schnufe will ihre Zeiger vor der Party der Most Und sowieso wirklich Sau heranschauen. Nur so einen huren Spanner. Du hast doch noch den Karren müssen zur Reparatur bringen. Ja, warum? Ich habe nämlich gehört, dass es nächsten Dienstag eine Autosalon-Stellung gibt. Tut das nicht weh? Nein, weh tut's nicht. Aber sie hat die gescheiter Odol gesprayt, denn sie hat verdammt Mundgeruch. Und darum übergebe ich sie nicht zu ihrem Papi. Währenddem lege ich eine kleine Pinkelpause ein. Das brauche ich unbedingt. Hey, das klingt ja mächtig übel. Wie wär's mal mit einer Zwischenspülung? Da beobachtet dieser Spanner. Aber nein, Töchterli, das ist nur der Fotograf. Ah ja, ein Fotograf. Aha. Ja, weisst du, der die Fotos macht. Jetzt habe ich es begriffen. Und ich habe gemeint, das sei ein Spanner.
Nein, der macht nur die Fotos, weisst. Ja, eben. Wissen Sie eigentlich, dass der Schleier vom Geldtier entworfen ist? Weisst, Töchterli, das interessiert dich auch weniger. Aber ich muss doch das einfach sagen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Jetzt muss ich mit dieser alten chattern und tanzen. Das hat mir gerade noch gefällt. Der hat ja noch lieber Tella von Sinnen. Die ist ja zwar lesbisch, aber die sieht ja viel besser aus als die. Am gescheitsten wär's, die würde auch pennen. So mühsam. Vor dem Bettchen stehen. Vor dem Bettli, ja. Gut, muss ich mit der nicht noch ins Nest. Der ihre Ehemann war wohl auch voll zu gewesen, oder nicht ganz 100, um mit der zu gehen. Ist das Penny gewesen? Ah nein, das ist ja nur das behämmerte Lied. Das tönt schon fast gleich wie die Moneypenny. Die schreit auch immer nach ihrem Papi. Was winkt da die Alte wieder? Und was haltest du von ihm? Ist er nicht süß? Ja. Schoki ist auch süß. Aber zu viel davon tut den Magen verderben. Hast du eigentlich nicht noch Beziehungen zu dem Harry Hasler da, der Ex-Freund von der Moneypenny? Ja, warum? Ich wäre an ihm interessiert, das läuft nämlich schon lange nicht mehr bei mir. Die alte Schachtel ist wirklich nicht ganz putzt. Jetzt meint sie noch, sie könnte sich einen Ex-Freund von der Moneypenny anmachen. Ich hoffe nur, der Tanz ist gleich fertig. Die Flossen tun mir nämlich auch schon weh. Das ganze Zeug scheisst mich immer mehr an. Ich weiß klar, und wenn ich noch jünger wäre, wäre ich nämlich auch noch scharf auf ihn. Was meinst du dazu, Lisbeth? Also ich finde, er sieht so aus wie der Sascha hin. Du weisst ja schon vom Traumschiff. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht. Fragen wir doch mal die Lisa. Lisa, was meinst du dazu? Also ich finde ihn aus, er sieht wie der Bud Spencer, nur ohne Bart. Ja moi, das ist ganz ein fescher Bursch, gell? Grüß dich. Aha, der andere hat sich schon eine andere angelacht. Das ist wieder mal typisch Mann. Lässt sich keine Gelegenheit gehen. Oh Gott, das könnte man nicht antun, ich schäme mich. Also, ich war noch nie von einer Kamera gewesen, aber okay, ich mache das mal. Okay, gebt mir mal das Ding. Also, es ist nämlich so. Lass mal gut zu. Eigentlich ist es gar nicht lustig, aber wie soll ich jetzt das am besten erklären? Also, es ist nämlich so. Ich bin nämlich schon mit deinem Ex-Freund Harry Hasler im Bett und dein jetziger Ehemann hat mir auch schon ein Angebot gemacht. Und nicht nur mir, sondern uns allen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist kein Witz, das ist todernst. Er hat uns alle abschleppen. Weil er steht so auf Gruppensex. I'm here for the gangbang. Das ist alles, was ich wollte sagen. Also ciao, ich schäme mich nämlich für die Ehemann. Also, ich wollte sagen, dass dein Ehemann ein ganz heisser Typ ist. Viel heisser als der Idiot, der neben mir steht und noch schlimmer aussieht als der Frankenstein. Also, falls du nicht willst, ich würde ihn liebend gerne nehmen. Hast du noch etwas zu sagen? Nein, bin ja nicht schwul. Bye! Wir sind die grössten Fans von den Backstreet Boys, aber seitdem, dass sie sich aufgelöst haben, sind wir total frustriert. So etwas. Jo, ich bin der Brütsch vom Warren Betty. Das ist der im Bettli mit der Madonna war, gell? Und jetzt übergebe ich an meine charmante Dame. Ja, die Flasche ist leer. Yo, this is Mr. Loverman. Ist das A, B
Oder sogar C. No sé de mierda de la puta madre. Menschen, die zwei siamesischen Zwillinge vom Fernen Osten. Oh, ey, du geile Kamera, machst mich also tierisch an. Fühl mich wie der Weihnachtsmann. Wer will sonst noch? Ah, ich bin übrigens vom anderen Ufer. Nimm das, ich habe nicht gern Dinger in der Hand. Okay. Mein Name ist Muerte. Ich bin von dem Mafia-Clan von España. Der größten Mafia in der ganzen Welt. Scheiße, jetzt muss ich das Ding doch noch haben. Also, würdet ihr mal still sein, bitteschön? Ich wollte nämlich gerade etwas sagen. Ich weiss zwar noch nicht was, aber irgendetwas kommt mir schon noch in den Sinn. Also, das Wetter ist wieder mal, macht doch euch nicht lustig über mich, sonst übergebe ich es halt. Er weiss mehr zu sagen. Danke, dann ergreife ich mal das Wort. Also, wegen dieser Tusse neben mir gibt es nämlich so viele schwule Männer auf dieser ganzen Welt. Das ist nämlich nur die Frauenwelt daran schuld. Und das stimmt nämlich gar nicht, dass alle Männer die gleichen sind. Hallo, ich bin ein ganz grosser Fan von The Cure. Also wenn der Schämmer auch so aussieht wie der Robert Smith, ich würde ihn auch noch nehmen. Nicht schlecht nämlich. Ja, aber eben. Also ich habe immer noch keinen gefunden, aber ich weiss nicht warum. Und ich beneide dich wirklich, dass du so einen tollen Typ wie der Samu gefunden hast. Aber irgendeines klappt bei mir auch. Ich hoffe, dass in dem Moment gerade Produzent O-tuned in ist, denn ich bin nämlich die Doppelgängerin von der Country-Singer Shania Twain from Canada. So please call me. Ho ho ho, also, ho ho ho. Ich wollte nur sagen, dass ich noch einen Typ suche, der so aussieht wie der Enrique Iglesias. Ciao zusammen. Ich habe noch gar nie eine Torte beschnitten. Wie macht man echt das? Mach's einfach langsam. Hoffentlich sieht ihr wenigstens die Blondine die Zeichen, die ich gebe. Das heisst ja, dass heute Abend noch etwas läuft. Ich sorge dann schon dafür, dass die Moneypenny Ruhe gibt, denn ich werde sie dann auch noch abfüllen. Das ist so ein komisches Gefühl, wenn man dort reinstochert, nämlich. Ja. Mein Mann stochert nämlich in jedem Dreck rum. Ja, sogar in einer von diesen Hochzeitstorten wird noch rumgestochert. Scheisse, je mehr dass sie gesoffen hat, desto dümmer lacht sie. Ist er nicht ein Genie? Oh, komm, gib mir das auch mal. Ich will auch mal probieren, ob ich das kann. Also, nehmen wir mal das Stückchen. Was ist das? Ah, da ist es ja. Scheisse, jetzt ist alles abgefreut. So eine Seich. Was muss ich jetzt machen? Ah ja, ich muss dir, glaub das Stückchen geben. Das ist ja so eine alte Tradition. Ich weiss zwar auch noch nicht warum. Also, kann man es essen? Also, jetzt kommst du mal dran. Eine verdammte Schweinerei hast du auf diesem Tower hinterlassen. Also so etwas. Also versuchen wir es mal. Bitte? Gib's endlich! Ja, ich geb's dir dann schon noch. Ist das Stück jetzt von dieser Torte gewesen? Ah ja, ich glaube, es fehlt nämlich eins. Oh, ich bin schon langsam müde. Du, wir werden dich fotografiert, also bitte mach's dir anständig, genauso wie vorher, gell? Und du hast in die Kamera lächeln. Also was hast du jetzt da wieder für einen Mist da? Ich hab dir doch gesagt, du sollst es anständig machen, du Versager. Mein Papi hat gesagt, du sollst von oben nach unten anfangen. So macht man es nämlich, gell? Dort drinnen ist er übrigens. Du hast den lieb sein und lachen. Ich glaube, ich gebe mir da jetzt nächstens Kugeln. Also stossen wir jetzt auf meinen Papi an.
Ja, wir stossen dann noch ein paar Mal an. Irgendwann ist es hoffentlich das letzte Mal. Prost! Was ist das eigentlich für ein Gesöff da? Weiss irgendjemand da im Raum, was das ist, was wir da saufen? Trink einfach und gib Ruhe. Ah, jetzt geht's mir schon viel besser bei diesem Anblick. Jetzt ist mein Abend gerettet. Arschloch. Salut, ich bin Jean-Claude und niemand nimmt mich für voll und was soll ich machen? Ich bin halt der Franzose und da kann ich doch auch nicht dafür. Ça fait chier, merde. Putain. Bin privat erreichbar unter der Nummer 666, nein, nicht hier, nachher dann später, gell? 6600332178. Also läutet doch einmal an. Denn ich leite eine geile Massage ins Salon. Komm, Baby, komm. Oh yeah, bye. Ah! Oh! Reife Frauen aus deiner Umgebung verwöhnen dich! Frag nach Luise! Ich mache alles außer Vorspiel! Ja? Macht dich das an? Dann ruf jetzt an! Ich flüstere dir geile Sauerei ins Ohr! Hallihallo! Saletti, wir sind ja etwa nicht das Trio Äugster, aber wir machen gleich immer alles zu dritt. Ja, bei uns geht die Post ab und wir lassen immer die Sau raus. You wanna bite the Kamasutra? Ah, ich suche da noch jemanden, der sich freiwillig von mir antatschen würde. Ich beglücke doch jede. Mhm. Ich habe übrigens den gleichen Haarschell wie der Robbie Williams. Da sind die Weiber gerade weg. Die Hühner geben sich ja mit wenig zufrieden. Jetzt geht's schon los. Das Antatschen ist nämlich gratis und die Weiber haben erst noch so Freude dran. Aber am meisten Freude habe immer noch ich. Denn ich tatsche immer alles liebend gern an, wenn es nicht meine eigene Ehefrau ist. Sogar der Julio Iglesias würde von niederblassen, wenn er das sähe. In den nächsten Sekunden werde ich sicher noch abknutscht. Bingo! Ja, der Andrang ist noch gross von möchte gern Groupies, die angetatscht und abknutscht werden. Mir kommt sich fast so vor wie auf einem Ricky Martin-Konzert. Mein Ex hat gesagt, ich habe immer so ein sexy Lachen. Hey, Pfoten weg, du Drecksack! Es ist ja nur der Kameramann. Oh, wissen Sie, ich wollte eigentlich schon immer wissen, ob Sie mit dem Weihnachtsmann verwandt sind. Was muss sie jetzt da wieder für eine Show abziehen? Kann sie denn nicht bis nachher warten? Jetzt bin ich doch gerade beschäftigt mit den anderen Weibern. Dann mache ich ihr halt die Freude. Dann gibt sie wenigstens nachher ein bisschen rufenes Zeitchen. Das habe ich übrigens beim Tutti Frutti gesehen. Nackte Weiber und so. Tja, meine Schwesternhaube habe ich verspielt, die Schuhe auch. Was wollen Sie denn jetzt noch? Okay, ich habe verstanden. Je t'aime, oui je t'aime. Die Nummer zieht immer. So. Also ihre Beine hat sie sich vorher auch enttarnen. Ich komme mir schon vor wie ein Hund, der apportieren lernt. Das ist ja so erniedrigend und ich muss noch immer gute Mienen zum bösen Spiel machen. Ja, hat ihr Papi nicht so viel Geld, würde sich kein Schwein für die interessieren. Sogar der IQ von einer Ameise ist noch höher als deren ihre. Was will sie denn jetzt schon wieder? Sind wir hier eigentlich in einem Zirkus oder was? Du, ich hab dir gesagt, ab dem Horrortrip muss ich wieder runterkommen. Der das Strumpfband verwünscht, ist einfach der letzte Vollidiot. Ups, das hätte mir ja denken können. Hey, was gibt's da zu lachen, wenn du nicht lieb bist, schlägt mein Papi drüben ein. Was soll das? Gib's mir sofort wieder zurück, das gehört mir. Hey, bist du taub auf den Ohren? So, jetzt habe ich die Nase voll, das schenke ich jetzt meinem Lover. Ihm sieht es nämlich viel schärfer aus. Es ist nämlich auch noch farblich auf seine Krawatten abgestimmt und passt hervorragend zu seinem hellen Porzellanteint.
Ah, bei diesem Anblick wird man schon ganz anders, aber ich muss mich noch zurückhalten. Der Typ dort will etwas von dir. Okay, klär das mal schnell ab. Da hast du 5 Stutz. Ich brauche dringend ein Kondom. Ich habe jetzt aber gar keins dabei. Okay, dann gibt's halt keinen Sex. Das Geschäft kann schliesslich warten. Schau, dort ist die Vollidiot von einem Ehemann, gerade dort. Der schnallt sowieso nicht, was ich nebenbei noch mache. Wir könnten ja das Tänzchen dann noch im Schlafzimmer weiterführen. Mein Mann findet es dann nämlich sowieso nicht mehr. Und er war nie ein Matratzenauswuchter. Aber du bist ganz ein scharfer Typ. Wir sind fast wie Golden Girls. Wieso habe ich eigentlich 2 Großmütter? Ah, der Jean-Claude hat mich voll überzeugt. Das ist genau mein Typ. Hey, darf ich bei euch einer Party auch noch mitmachen? Ihr zwei sind ja so süßes Paar. Okay, du Flitzbriefe, kannst mitmachen. Aber die blöden Weiber lassen uns nicht einmal tanzen. Die haben einfach nicht gemerkt, dass wir beide wie füreinander geschaffen sind. So mühsam. Die Musik fängt hure gut. Kommt doch auch tanzen. Wieso kommt doch niemand? Hallo, dort hinten. Ja, es sieht so aus, als wären wir die Einzigen da. Vielleicht kommt mein Papi noch, komm doch. Aber keine Sau will zu dieser Musik tanzen. Jemand hat sogar herausgefunden, dass die Hochzeitstorten nicht nur zum Essen da sind. You gotta fight for your right to party. You gotta fight for your right to party. Das sind ja schockierende Bilder. Und wo ist der Gurkensalat? Aha, der wird auch schon gegessen. Aber der ist auch nicht so bekömmlich. Die Alte ist schon immer noch auf Aufreissertour und grusig am Scharren. Da muss sogar der Schemmel zur Flasche greifen. Ah, der arme Ehemann. Die muss ihm nämlich noch etwas zahlen, dass er mit der ins Nest geht. Da verdirbt es einfach jedem den Appetit. Sogar der Schemmel verzieht sich. Ich weiss genau, was da abgeht und dass meine Frau eine hure Schlampe ist, die sich an junge Typen macht. Reg dich doch nicht auf, dafür haben wir es lustig zusammen. Der Zuhälter von dieser Schlampe nutzt die alten Hausfrauen aus. Was ist mit dem Geld? Willst du mich verarschen? Das soll alles sein? Für 3 lumpige Scheine stelle ich dich die ganze Nacht hier hin? Also, geht doch. Woher kannst du eigentlich so gut tanzen? Das habe ich halt in meinem Job gelernt. Weisst? Wenn man das horizontal im Griff hat, dann kann man so vertikal. Ist dann logisch und physikalisch beweisbar. You wanna fuck my wife? I'm gonna make you a special price. In diesem Kleid siehst du mega sexy aus. Was macht doch mein Großpapi in der Zwischenzeit? Kleiner süßer Gustelbustel. Erinnerst du dich nicht? Ich bin's, Babsi. Babsi? Ja, es war doch wieder so schön. Du weißt schon. Ach ja, schön. Und wo hast du diesmal meine kleine Belohnung versteckt? Ja, am Kronenleuchter. Aber Gustel, so hoch oben. Du sollst dich doch nicht so überanstrengen. Du weißt doch, was der Arzt gesagt hat.
Der geile Wire feiert seine eigene Party im Nest. Ich bin so heiß auf dich. Du bist die Sonne, die ewig scheint, mein Blümchen, mit mir in Liebe vereint. Los mal zu, du Schwuchtler, mach mich nicht an, gell? Gut bin ich die Alte losgeworden. Ich bin mir vorgekommen wie der James Bond in einer tödlichen Mission. Das war etwa genau gleich. Ich fühle mich jetzt so viel besser, jetzt wo ich dich habe. Hä? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ja, der Jean-Claude ist ganz ein sportlicher Typ. Der macht sich nämlich nicht nur an Männer an, sondern alles, was sich irgendwie bewegt. Ich habe Haustierli so gern. Männer muss man gleich behandeln wie Haustierli. Wenn sie lieb sind, tut man sie streicheln. Und wenn sie unartig sind und nicht folgen, gibt's einfach eins auf die Pfoten. Mein anderer Ex-Freund ist schon mega eifersüchtig. Dort steht er. Wenn du bloß halb so geil bist wie Mirema Tjöder, will ich dich haben, ja? Dann sag ich dir bei den anderen Typen da, die sollen Abgang machen. Was gibt es auf die Fresse, okay? Ist okay, oder? Das ist leider schon das Ende vom Video, gesponsert von L'Oréal, weil ich eine Schlampe bin. Du hast so schöne blaue Augen, wie wär's mit uns zweien? Shit, ich bin doch nicht schwul.